Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater, das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 13. April 1724, wird das Hamburger Theater am Gänsemarkt wieder eröffnet. Nach 7 Wochen Verzicht auf Unterhaltung, dafür Fastenzeit, Karwoche und Osterfest, wird die Oper Die großmütige Tomiris von Reinhard Kaiser aufgeführt. Der Textdichter ist Johann Joachim Hohe. Der Originaloperntext stammt aus Venedig von Domenico Lalli. Über den Ballettmeister ist uns leider nichts bekannt. Der Dekorationsmaler des Bühnenbildes war wahrscheinlich Johann Jürgen Rabe. Konkreter zur Oper komme ich gleich. Zuerst schauen wir kurz in die Zeitung, was man so an diesem Donnerstag in Hamburg an Neuigkeiten zu lesen bekam. Aus Paris erfährt man, dass die Infante Königin, also die 6-jährige Maria Anna Victoria von Spanien, die aus politischen Befriedungsgedanken der beiden Großmächte mit dem damals 14-jährigen französischen Thronfolger Ludwig XV. Verheiratet werden sollte, nimmt täglich an Größe zu, sie tanzet schön und hat einen Verstand, der ihr Alter weit übertrifft. Aus St. Petersburg wird berichtet, dass es immer mehr große Schiffe auf der Admiralitätswerft gebaut werden, sodass das Holz knapp wird und im Baltikum gefällt oder teuer aus entlegenen Orten herbeigeschafft werden muss. Aus Rom hört man, dass wegen der Neuwahlen des inzwischen verstorbenen Papstes und damit verbundenen vielen Intrigen ein so großer Tumult erwartet wird, dass die Botschafter und Minister ihre Paläste durch zusätzliche Soldaten und Offiziere zu schützen beginnen. Und dann ging man in die Oper. Die Handlung der großmütigen Tomiris basiert auf einem Bericht des antiken Historikers Herodot über den Tod des persischen Königs Cyrus durch die Hand von Tomiris, der Königin der skythischen Massageten. Sie rächte sich für ihren von Cyrus getöteten Sohn dadurch, dass der ihr im Kampf unterlegene König geköpft und sein Kopf als Kriegsschmuck in ihrem Palast ausgestellt wurde. Grausame Rache. 6. Jahrhundert vor Christus, zentralasiatische Gebiete zwischen dem Aralsee und dem Kaspischen Meer. In diesem Machtdreieck zwischen Persern, Osmanen sowie wilden Nomaden und später Russen mit Ländern wie Aserbaidschan, Armenien oder Georgien damals wie heute noch fast permanent gekämpft wird. Zurück zur Handlung. 2 Könige werben um die verwitwete Tomiris. Sie ist aber in ihren Feldherrn Tigranes verliebt. Der seinerseits liebt Meroe, die Tochter des getöteten König Cyrus. Meroe kommt als armenische Magierin verkleidet an Tomiris Hof, um ihren Vater zu rächen. Sie überredet Tigranes, einen Brief an den persischen Feldherrn zu schreiben, in dem er Tomiris verrät. Doch aus Loyalität zur Königin schreibt Tigranes auch einen zweiten Brief, in dem er den ersten widerruft. Ein Versuch von Meroe, die schlafende Tomiris zu erstechen, wird von Tigranes vereitelt, der, um seine Geliebte zu schützen, Tomiris in dem Glauben lässt, er habe die töten wollen. Die Entdeckung seines ersten Briefes scheint seinen Verrat zu bestätigen. Sieh sein und deinem Blut, so ganz ungerochen waschen. Tigranes ist zum Tode verurteilt und soll an Säulen festgebunden von mehreren Bogenschützen erschossen werden, sobald Tomiris ein Handzeichen gibt. Doch schließlich offenbart sich Meroe und der zweite Brief kommt ans Licht, was Tigranes Treue beweist. Nicht nur das, auch stellt sich heraus, dass er Tomiris' lange verschollene Sohn ist, was die glückliche Mutter an einem Mal an Tigranes rechten Arm erkennt. Tomiris versteht endlich, warum sie ihn liebt, vergibt Meroe und wählt Polycharis, den lydischen König, zu ihrem Ehemann. Der Schauplatz, so nennt man die Bühne, ist die Residenz der massagetischen Könige. Es erscheinen folgende Bilder. Erstens ein Vorhof des Tempels des Kriegesgottes Mars. Auf einer Pyramide stecket des Cyrus Haupt. Daneben liegt ein getötetes Pferd, welches dem Gott geopfert werden soll.
Zweitens ein königliches Kabinett. Drittens ein düsterer Wald und Berg voller Hügel und Bäume. Viertens ein großer Saal mit Festin und Tänzen. Fünftens ein Teil des königlichen Baumgartens. Sechstens ein kostbarer mit allerhand Bäumen und Blumentöpfen, auch Springbrunnen ausgezierter Garten. Siebtens ein öffentlicher Ort des königlichen Halsgerichtes, also wo tatsächlich hingerichtet wurde. Achtens ein Gefängnis und schließlich neuntens ein großer Gerichtsplatz nebst einem Throne und vielen auf einem Trauergerüste erhöhten Säulen. Das Notenmaterial und das Libretto sind komplett erhalten, was sehr erfreulich ist. Reinhard Kaiser soll mehr als 100 Bühnenwerke geschrieben haben. Die Tomeris, nach seinen eigenen Angaben seine 68. Oper, wurde 1717 in Hamburg uraufgeführt. Es folgten weitere 14 Aufführungen, zum letzten Mal am 5. Juli 1724. Der Librettist Johann Joachim Hohe wird im Lexikon der hamburgischen Schriftsteller 1857 so beschrieben: Ein wenig bekannter Dichter, der zwischen 1711 und 1717 in Hamburg lebte und sich durch Anfertigung von Operntexten ernährt zu haben scheint. Außer 4 weiteren Operntexten für Mattheson und Kaiser ist uns von und über diesen Schriftsteller nichts bekannt. Die Tomeris ist eine Übersetzung von Domenico Lallis Oper L'amor di figlio non conosciuto, das Tommaso Albinoni 1715 für Venedig vertonte. Wie damals an der Hamburger Oper üblich, wurden 14 der insgesamt 29 Arien auf Italienisch belassen. Außer der menschlichen Charaktere erscheinen hier die Rache und die Gerechtigkeit, die Mordsucht, mehrere Geister und das Schicksal. Die Oper beginnt ungewöhnlich mit Pizzicato-Streichern und einem brillanten Flötensolo. Später gibt es allerlei Überraschungen. Kaiser experimentiert ständig mit Farben und Texturen, beginnt gerne mit Soloinstrumenten, Oboe und Kontrabass, Violine und Cello, Zweicelli und Kontrabass und lässt den Continuo über weite Strecken verstummen. Viele Arien sind sehr leidenschaftlich. Es gibt ein ungewöhnliches Trio, 4 kurze Chöre und ein halbes Dutzend Orchestersätze, hauptsächlich Tänze nach französischem Vorbild. Aber auch eine beeindruckende Sequenz für Tomeris Traum. Kaiser muss ein gutes Team von Sängern befehligt haben. Alle Stimmen haben eine lohnende Aufgabe und vieles davon ist so angelegt, dass es jeden technischen Mangel aufdecken würde. Tomeris selbst stellt mit einem riesigen Tonumfang eine Herausforderung für den ehrgeizigsten Virtuosen dar. Eine weitere Besonderheit dieser Oper ist das komplette Fehlen von rein komischen Szenen und einer komischen Person. Dies ist wohl eine Modeerscheinung aus Venedig namens dramatischer Stil geschuldet.
Am 27. April berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, wo die Oper Um Fallet von Georg Philipp Telemann in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald. Gefördert durch Kulturgemeinschaften, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und Kulturstiftung der Länder.